Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuzdame und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Ja, wie ihr seht, hat mich wieder eine Knistertüte erreicht und zwar diesmal von meinem Kooperationspartner VIP Cross Stitch. Ich durfte mir wieder Waren aussuchen, die ich euch heute zeigen möchte. Ja, und einmal knistert es kurz. Ich habe die Tüte schon aufgeschnitten. Ja, die Tüte ist jetzt leer, die Plastiktüte, und es kommt zum Vorschein ein Karton und ich habe dann noch zwei Zipptüten erhalten. Also ich kann euch dazu sagen, hier handelt es sich um zwei Kreuzstichkits, kann man ja schon erkennen. Und in diesem Karton befindet sich ein Perlenstick-Kit. Ich gebe das mal kurz zur Seite. Wir beginnen mit dem Kreuzstick-Kit und zwar beginnen wir mit diesem. Das ist etwas dünner, das ist etwas dicker. Und ja, was habe ich mir ausgesucht? Bevor wir starten, ihr seht rechts oben den Rabattcode eingeblendet. Der lautet Kreuzdame, genauso wie ihr hier eingeblendet seht. So ist es zu schreiben, also Kreuzdame 12. Damit erhaltet ihr 12% auf eure Bestellung. Es ist kein Affiliate-Link, das heißt, ich bekomme nichts dafür, aber ihr bekommt 12%, wenn ihr bei VIP Cross-Stitch meinen Code angebt. Also, dann starten wir auch schon, und zwar, man kann nichts erkennen. Okay, das tut mir jetzt leid, Entschuldigung, das wusste ich nicht, dass genau vorne wieder dieser Aufkleber drauf ist. So, ich nehme das mal alles raus. Ja, ihr könnt erkennen, es ist von Joy Sunday. Und ihr seht, es ist das kleine Eichhörnchen mit der Sonnenblume. Ganz kurz noch, Joy Sunday hat ja diese Zipptüten, wo hinten aufgedruckt immer die Anleitung ist, also wie man Kreuzstich macht, auch danach, wie man das Stickstück auswäscht, und es zeigt auch noch die ganzen verschiedenen Stickarten, die es gibt, aber das heißt nicht, dass es in dem jeweiligen Stickbild auch vorkommt. Ja, also das kleine Eichhörnchen, das Squirrel with the Sunflower. Also das Eichhörnchen mit der Sonnenblume. Ich komme mal ein bisschen näher, dass man das besser sieht. Also ich kann jetzt auf Anhieb gleich erkennen, viele Backstitch sind zu machen. Ich gehe davon aus, dass hier der Boden mit halben Stichen gemacht wird, der Rest im vollen Kreuz, und ja, viele Rückstiche. Aber ist es nicht niedlich? Also mir gefällt es so toll und ich finde, es ist so passend für die Herbstzeit. Also ich verbinde die Herbstzeit mit Nüssen und mit Eichhörnchen, und auch die Sonnenblume finde ich passt gut dazu. Ja, dann schauen wir uns dann die Anleitung an. Ja, hier haben wir wieder zweimal die Symbole, einmal wie es am Stoff gedruckt ist und einmal wie es in der Anleitung zu sehen ist. Ja, das heißt, wir haben hier 33 Farben
im vollen Kreuz zu sticken. Und wir haben 5 Farben in halbem Stich und 2 Farben French Knots. Und dann haben wir noch 2, 4, 6 mal Backstitches, also 6 Farben für den Rückstich. Aber insgesamt sind es 33 Farben. Hier unten sieht man, wie gesagt, nochmal das Gleiche. So sehen die Symbole dann am Stoff aus. Also das ist jetzt so typisch für Joy Sunday, dass sie das zweimal abgebildet haben. Meiner Meinung nach wäre das nicht notwendig, denn man könnte den Stoff und die Papieranleitung ja mit den gleichen Symbolen bedrucken. Dann habe ich euch noch vergessen zu sagen, ja, ich habe mir 14 Count ausgesucht. Es ist ein Vordruckbild und es wird 21 x 25 cm groß. Also ein niedliches, kleines Motiv. Dann schauen wir uns doch gleich den Stoff an. Ihr seht, es ist wirklich recht klein. Ja, und es ist nicht einmal A4 Seiten groß, das Motiv. Ja, der Druck sieht jetzt auf Anhieb sehr gut aus. Ich komme näher. Man sieht hier, diese Felder sind halben Stich. Und so wie ich mir dachte, hier der Boden wird auch im halben Stich, halben Kreuz gemacht. Ja, einwandfrei der Druck, also da kann man nichts sagen, wunderbar. Ja, ein wirklich, wirklich niedliches Motiv, das Eichhörnchen. Der Stoff ist umsäumt. Ich nehme an, diese 21 x 25 cm bezieht sich auf den ganzen Stoff und nicht nur auf das Motiv, denn das Motiv sieht für mich jetzt deutlich kleiner aus. Aber passt. Dann haben wir die Farben, also die Garne, hier auf einer Garnkarte aus Karton gekittet. Ja, Cross-Stitch. Das sind wirklich herbstliche Farben, also braun-orange-Töne, ein bisschen Grüntöne. Ja, hier noch beige, ja, auch braun und Orangetöne. Ja, wir haben ja, hier sind 2 Garnkarten, das habe ich jetzt auf Anhieb gar nicht gesehen. Hier sind 30 Farben und hier sind nochmal 3, also 33 Farben. Ja, hier die Garnkarten beschriftet. Das finde ich eigentlich recht toll. Also hier ist die Garnmenge, die benötigt wird. Das ich verstehe, denke ich mir halt. Ja, ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig. Also ein halber Strang von der 743. Ja, also das ist die Garnmenge, die benötigt wird. Hier, man sieht, von der 301 benötigt man 4. Also da ist auch wesentlich mehr Garn vorhanden. Ja, und dann haben wir hier noch die Nadeln. Wir haben 2, soweit ich erkennen kann. Entschuldigt. Ja, wir haben 2 Nadeln hier in dieser kleinen Plastiktüte dabei. Ja, das habe ich mir ausgesucht, weil ich es wirklich so niedlich fand. Also ich finde es noch immer sehr niedlich, das kleine Eichhörnchen von Joy Sunday. Ja, dann schauen wir uns gleich das nächste Produkt an. Auch das, ihr könnt es schon erkennen, ist von Joy Sunday und es passt auch für den Herbst. Also
wie ihr vielleicht im Titel erkennen könnt, habe ich mir ja herbstliche Motive ausgesucht, etwas für die kühlere Jahreszeit. Ja, ich denke, jetzt können wir das gleich erkennen, denn diesmal ist der Aufkleber hinten drauf. Ja, was habe ich mir ausgesucht? Diese Lady, ja, ich komme auch hier mal näher, und sie heißt Angel of Winter. Also noch passender jetzt für den Winter als für den Herbst, aber kann man ja auch im Herbst sticken. Der Engel des Winters, ja, wird auf 14 Count gestickt und wird 44 mal 44 cm groß und wie gesagt von Joyce Sunday. Mir gefallen diese kühlen Farben auch sehr gut, ganz im Gegenteil zu dem Eichhörnchen, das ja ganz warme Farben hat. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Und man merkt, dass es deutlich größer wird, denn es ist deutlich mehr Material in dieser Tüte. Ich schaffe nur kurz Platz. So, The Angel of Winter. Da haben wir die Papieranleitung, diesmal auf Glanzpapier gedruckt. Und hier mit den Farben. Ja, auch hier wieder zweimal die Symbole. Einmal, wie es auf der Papieranleitung abgebildet ist und einmal, wie es am Stoff abgebildet ist. Wir haben diesmal 38 Farben im vollen Kreuz und wir haben im halben Kreuz noch 4 Farben. Ja, also gar keine French Knots und auch keine Backstitches. Also das lässt sich sicher deutlich einfacher zu sticken. Wie gesagt, Anleitung ist auf Glanzpapier, auf diesen Art Fotopapier, auf 6 Seiten abgebildet. Dann schauen wir uns gleich den Stoff an. Ich werde das Garn mal zur Seite nehmen. Ja, der Stoff ist deutlich größer, wie ihr sehen könnt. So, wo ist der Anfang? Ja, so glaube ich, ist es richtig. Ihr seht hier, er wird 200 Stiche hoch mal 200 Stiche breit, das Motiv. Es ist 14 Count. Es ist umsäumt, der Stoff. Ihr habt auch wieder die Legende abgebildet, aufgedruckt. Und wir sehen uns den Druck an. Ja, einwandfrei. Also wirklich, wirklich einwandfrei. Also da kann man gar nichts sagen. Ein sehr schöner Druck. Ganz, ganz toll. Und ein richtig schönes Motiv für die kühlere Jahreszeit. Der Angel of Winter. Hat mir auch wirklich sehr gut gleich auf Anhieb gefallen. Darum ist es auch das geworden. Ja. Dann kommen wir noch zum Garn. Wie gesagt, es sind 38 Farben. Also wir haben auch hier wieder Karton-Garnkarten, diesmal etwas anders abgebildet, also ohne DMC-Nummer, sondern nach Nummern sortiert, also 1 bis 38. Also hier eine kleine Garnkarte, dann hier die 30 Farben auf dieser Garnkarte. Ja, wir haben ja auch Orange-Rot-Töne drinnen. Ihr seht, die befinden sich hier am Kopf, die Blume. Also ich weiß nicht, ob das ein Weihnachtsstern sein soll. Ja, auch die Lippen natürlich benötigen ein Rot. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Werde ich sicher bald anfangen zu sticken. Ja, und hier haben wir wieder die 2 Nadeln, die auf der Garnkarte befestigt ist. Ja, 14 Count.
lässt sich sehr einfach sticken und ist ein wunderschönes Motiv. The Angel of Winter von Joy Sunday. Ja, das waren meine 2 Kreuzstickprojekte. Und dann habe ich mir noch ein Perlenstickprojekt ausgesucht und das ist so in diesem Karton geliefert worden. Laut Beschreibung ist es ein Projekt mit Glasperlen, aber das werden wir ja gleich sehen, ob das tatsächlich so ist. Und ja, auch diesmal habe ich ein herbstliches Motiv ausgesucht. Ja, aber schauen wir uns das gemeinsam an. Ein Karton. So. Ja, da kommt schon etwas zum Vorschein. Ich werde mal alles auspacken. So, Karton ist leer. Und ja, was haben wir da? Das kenne ich schon von meinem anderen Perlenstickprojekt. Und zwar sind das diese Schälchen, wo man die Perlen dann reingibt, um besser zu sticken zu können. Ja, aus der Tüte kann man es sehr schlecht sticken. Und das sind diese Schälchen. Also ganz einfache Plastikschalen. Gibt man die Perlen rein und dann kann man sie gut mit der Nadel auffädeln. In diesem Beutel sind 20 Stück drin, soweit ich weiß. Sollten 20 Stück sein. Ja, 10 und nochmal 10. Also 20 Schälchen, die da dabei sind. Und ja, dann zeige ich euch mal das Motiv, das ich mir ausgesucht habe. Diesmal hier auf Papier gedruckt, auf einem einfachen Papier. Ja, ist er nicht niedlich, der Igel? Die Erdbeeren passen jetzt zwar nicht ganz für die Jahreszeit, aber den Igel verbinde ich eigentlich auch mit dem Herbst. Bis auf die Erdbeeren natürlich. Ja, ist er nicht süß mit seinen Füßchen, mit seinen kleinen? Na, ein niedliches Motiv. Und diesmal im Perlenstick. Stil. Hier haben wir auch gleich die Papieranleitung. Ich sehe, wir haben 30 verschiedene Perlenfarben. Und ja, das sollte 36 x 36 cm groß werden. Hier noch eine Anleitung, wie Kreuzstich zu machen ist. Also die gleiche Anleitung, die auch Joy Sunday auf der Rückseite verwendet. Ja, hinten ist nichts abgebildet. Also Papieranleitung kann man den sehr gut erkennen. Dann haben wir noch eine Anleitung, also das gleiche, was auch hier abgebildet ist, nämlich wie Kreuzstich zu machen ist. Also doppelt vorhanden. Und hier ist das Projekt. Entschuldigung, es ist noch in Plastik eingepackt. Einmal noch kurz knistern. So, es ist ausgepackt. Und ja, ihr könnt hier erkennen, 11 Count. Das heißt, es sind die kleinen Perlen. 9 Count sind ja die großen Perlen. Und der Druck sieht schon mal sehr gut aus. Oh, ach, noch ein Schälchen. Ein einzelnes. Dann haben wir hier Nadeln, dünne Nadeln. Ich schaue mal. Ich denke, es werden 5 Stück sein. Oder 4, eher 4 Stück.
4 Stück Nadeln in diesem kleinen Döschen. Was haben wir noch? Einen Einfädler hatte ich schon lange nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, ob man das, ich versuche das euch hier, ja, ein Einfädler. In diesem Stil bekommt man sie ja eher selten. Dankeschön, VIP Cross Stitch. Und ja, das gebe ich mal zur Seite und wir schauen uns den Stoff an. Hier ist der kleine Igel mit seinen Erdbeeren. Also der Stoff sieht ja schon mal sehr gut aus. Es ist ja ein 11-Count-Stoff, das heißt, man sollte die Symbole auch wirklich gut erkennen. Und schauen wir uns mal das hier in dem Konfetti-Bereich an. Ja, man kann das wirklich gut erkennen. Wird aber interessant, wie man das dann sticken wird, denn für dieses Projekt verwendet man ja kein Perlenstickgarn, sondern für dieses Projekt verwendet man ja Stickgarn, ganz normales Kreuzstickgarn, also ich denke, das ist CXC-Garn. Und das hier auf der Garnkarte, ich versuche das nur gerade zu entwirren, auf der Garnkarte gekittet ist. Es lässt sich momentan nicht gut entwirren, entschuldigt. So, ich habe so einigermaßen entwirrt. Ja, wie gesagt, wir haben hier 30 verschiedene Garnfarben und auch 30 verschiedene Perlenfarben natürlich. Und man verwendet dann zu den passenden Perlen auch das passende Stickgarn. Besonders wenn man transparente Perlen hat, macht das natürlich auch Sinn. Ob das jetzt hier auch transparente Perlen sind, werden wir gleich sehen. Ja, das Stickgarn sieht schon mal sehr gut aus. Der Hintergrund wird ja nicht gestickt, der bleibt frei. Und das wird ja dann ausgewaschen, wenn das Bild fertig gestickt ist. Der kleine Igel. Ja, und dann kommen wir auch zu den Perlen. Auch die knistern, Entschuldigung. Aber ich möchte euch auch gerne die Perlen zeigen. Ich pausiere kurz, damit ihr nicht das Knistern ertragen müsst. Einen Moment. So, ich habe das jetzt mal geöffnet und ihr seht hier schon die ersten Perlchen. Wir nehmen hier die roten mal raus. Hier sehen sie ein bisschen orange aus, aber es ist ein kräftiger Rotton. Und ja, es sind keine transparenten Perlen. Also es sind überhaupt keine transparenten Perlen dabei. Hier haben wir weiße Perlen. Auch die sind opak und nicht transparent. Und sie sehen eigentlich recht gleichmäßig aus, die Perlen. Also da kann man nichts sagen. Schauen sehr gut aus. Ich nehme mir jetzt mal ein Schälchen und werde da ein paar Perlen reinleeren und schauen wir uns mal an, welches Material das tatsächlich ist.
Also, ehrlich gesagt kann ich es nicht genau sagen. Aber für mich sind das keine Glasperlen. Für mich sieht das aus wie Kunststoffperlen. In der Beschreibung steht zwar Glasperlen, aber also ich habe das Gefühl, es sind Kunststoffperlen. Im Prinzip ist es ja egal, aber diese Perlen könnte man natürlich auch nur mit Perlenstickgarn sticken, da ja, man sieht den Faden ja nicht durch und die halten auch gut mit dem Perlenstickgarn. Da werde ich mir noch überlegen, ob ich sie tatsächlich mit dem Stickgarn sticken werde oder ob ich dann Perlenstickgarn nehmen werde. Aber ja, es sind ganz, ganz tolle Farben. Ich werde sie jetzt nicht extra alle auspacken. Ihr habt es ja schon am Stickgarn gesehen. Wir haben viele Rottöne, Brauntöne und ein bisschen Blautöne für den Hintergrund. Ja, ich zeige euch nochmal das Igelchen. So sieht er dann einmal aus, wenn er fertig ist. Ein ganz, ganz niedlicher Kerl. Und da freue ich mich auch schon, den zu starten. Da weiß ich zwar noch nicht, wann ich ihn starten werde, da ich ja auch andere Perlenstickprojekte noch am Laufen habe. Ja, dann zeige ich euch nochmal eine kurze Übersicht vom heutigen Unboxing. Hier sind meine 3 Kits, die ich mir ausgesucht habe. Also The Angel of Winter, The Squirrel with the Sunflower und hier das Igelchen, also diese 2 Kreuzstickprojekte und ein Perlenstickprojekt. Dann möchte ich mich noch bei meinem Kooperationspartner VIP Cross Stitch bedanken für diese Kooperation und für diese tollen Kits, die ich erhalten habe. Und bei euch, liebe Zuschauer, bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Jetzt gibt es ja öfters auch eine Stickzeit zu sehen. Und ja, dann sage ich noch bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Tschüss.